Einfach mal verzückt sein, glückselig und nichts als Friede, Freude, Eierkuchen in einem drin und um einen herum. Wäre das nichts? Wer nach nichts anderem strebt, ist hier leider falsch. Die Blütenessenzenmischung, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, hat den herausfordernden Namen Bliss, aber nicht die Wirkung einer selig machenden Droge. Bliss wird eben nicht nur als angenehmer emotionaler Zustand betrachtet, sondern als eine tiefere Erfahrung, die aus dem Verständnis der wahren Natur der Realität entsteht. Diese Art von Glückseligkeit ist nicht rauschhaft. Sie geht über temporäre Freuden hinaus. Gemeint ist Bliss als das Ergebnis einer tiefen Einsicht in die Leere aller Phänomene und das Fehlen eines festen Selbst. Ups. Wenn selbst der Dalai Lama die Wichtigkeit und Weisheit von Bliss und Lehre betont, liegt man mit der Annahme wahrscheinlich nicht völlig falsch, dass es sich dabei nicht um die neueste Eissorte handelt, die Schleckermäuler in Verzückung geraten lässt. Definiert wird es nicht nur als ein emotionaler Zustand, sondern vielmehr eine tiefgreifende Erfahrung des Einsseins mit der Realität und das Verständnis des Nichts. Traditionell dient Bliss als Mittel zur Förderung von Mitgefühl und Weisheit. Im Buddhismus ist Bliss ein temporäres Phänomen, oft verbunden mit tiefer Meditation. Es ist nicht das Ziel, sondern kann auf dem Weg dorthin auftreten, im schlechtesten Fall sogar das Fortkommen behindern, wenn man sich daran klammert. Das also gerade nicht zu tun, wird im Zen besonders betont. Wahre Befreiung oder Awakening geht über Gefühle wie Glückseligkeit hinaus. Sie ist ein Erwachen zur Wirklichkeit, wie sie ist, jenseits von Anziehung und Abstoßung. Im Zen heißt es, wenn du auf dem Kissen sitzt und Licht siehst oder Bliss erfährst, ignoriere es, geh weiter, das sind nur Schatten auf dem Weg, halte an nichts fest. Also es haut einen um, aber man soll es ignorieren. Na toll. Es geht wie immer darum, auf das zu achten, was tatsächlich geschieht, statt sich auf das zu konzentrieren, was sich im eigenen Kopf abspielt, was immer eine emotional gefärbte Mischung aus dem ist, was wir schon kennen, und dem, was gerade abläuft. Wir leben quasi in einer Matrix der Wirklichkeit, nicht in ihr selbst. Um zu erkennen, dass die ganze Welt nur eine Bühne ist und alle Männer und Frauen bloß aktieren und in ihrer Lebenszeit viele Rollen spielen, wie William Shakespeare das ausdrückte, muss man ein wenig Abstand nehmen. Nicht von der Bühne, auf der sich das Leben abspielt, sondern von der Perspektive, die gefärbt ist von Erziehung und Erfahrung, von Familie und Freunden, Fremden und Feinden. Denken Sie an Sonnenblumen. Sie sind, wie sie sind. Aber je nach Jahreszeit, Biografie und Laune sehen wir ihre Vergänglichkeit oder ihre Blüte. Ohne den Faktor Zeit im Kopf jederzeit in die augenblickliche Erfahrung hineinzubringen, erkennen wir, wie sie wirklich sind, im Hier und Jetzt. Vielleicht unscheinbare graue Samen, ohne die kein Leben entstehen kann. Vielleicht emporschnellende Triebe, die sich immer dem Sonnenlicht zuwenden, ohne dass ihr Wachstum verkümmert. Vielleicht die Kooperation mit Wesen aus dem Tierreich, ohne die keine Fruchtbarkeit existiert. Oder die Blüte, ohne die keine der unscheinbaren grauen Samen entstehen kann. All das ist in der Pflanze enthalten, zeigt sich aber immer nur zeitweise. Wenn wir das sehen, was da ist, ohne uns an irgendein Stadium festzuklammern, das uns besonders attraktiv erscheint, dann haben wir eine Chance, ohne innere Bewertung einen Augenblick des Entzückens zu erleben.
um ihn dann wieder loszulassen. Denn auch er ist ohne unsere Langeweile und Traurigkeit, unsere Freude und Liebe nicht denkbar. Er markiert nur ein Phänomen, das vergänglich ist wie eine Blüte, dem wir uns nicht verhaften sollten. Bliss ist also nur ein Zwischenstadium, das wir genießen dürfen, das uns wissen lässt, wir sind auf dem Weg. Aber auf dem Weg sein heißt, weiterzugehen und damit die Phase der Verzückung hinter uns zu lassen. Sogar Goethe wusste darüber schon Erhellendes zu sagen. Er ließ es seinen Protagonisten Faust ausdrücken, als der einen Pakt mit Mephisto schließt und später seine Seele an den Teufel zu verlieren droht, wenn er jemals einen Moment der Zufriedenheit oder Schönheit als so vollkommen empfindet, dass er ihn festhalten möchte. Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Bliss ist ihm also der Augenblick, an dem er seine Seele an den Teufel zu verlieren droht. Genau wie der Trinker, Kokser oder Spieler. Shunryu Suzuki, einer der Zen-Meister, die in den Westen gingen, sagte dazu: Selbst wenn du eine große Erleuchtung erlebst, sie ist keine wahre Erleuchtung, solange du daran haftest. Für ihn war Bliss nur eine Art spirituelle Unterhaltung. Er fuhr fort: Selbst intensive Erfahrungen wie Bliss sind weder Erleuchtung noch Ziel, sondern oft nur subtile Formen von Anhaftung. Oder um es kurz zu machen, toll, aber flüchtig, das ist Bliss. Bliss-Blütenessenzen-Mischung kann uns daher einen Augenblick purer Freude, des Entzückens und reinen Genießens des Daseins im Hier und Jetzt schenken, den wir niemals erleben, wenn wir verbissen nach Erleuchtung streben und bis in die Haarspitzen verspannt sind. Zugleich gibt es uns diese Erfahrung auch wieder loslassen zu können. Sie hilft uns, die Gegensätzlichkeit der Wünsche zu akzeptieren, ohne uns daran abzuarbeiten. Es gibt sie, sie sind normal und wir werden uns nicht von ihnen in die Zange nehmen lassen. Bliss besteht aus Bougainvillea, Goldmohn, Kirsche und Rubin. Fangen wir mit der Bougainvillea an. Diese Blüte besitzt viele kindliche Attribute und das, welches uns in diesem Zusammenhang besonders interessiert, ist der Mangel an Zeitgefühl, der so zwiespältig ist wie die Erfahrung von Bliss selbst. Er zeigt sich in unbändiger, kindlicher Freude, die ganz im Moment überwältigend sein kann, einen jauchzen und hüpfen lässt. Er zeigt sich aber auch in Form von ebenso überwältigender, unendlicher Traurigkeit, wenn Mama das Zimmer verlässt und man das empfindet, als sei es jetzt für immer, weil das Konzept von 5 Minuten, einer halben Stunde oder morgen einfach fehlt. Bougainvillea lässt das Leiden wie das Entzücken im Augenblick zu und doch den darin liegenden Widerspruch überwinden. Sie bringt beides in Ausgleich: Magie und Realismus, Faszination und Vernunft, Risiko und Vorsicht. Die zweite Blüte kommt vom Goldmohn. Der spricht einen anderen Zwiespalt an, den von Freiheit und Erdenbindung, Individualität und Gemeinschaft. Typisch für seine Blütenessenz ist die rastlose Suche nach der Vereinigung der Widersprüche, und zwar in der Regel in der Außenwelt, wo man Drogen finden kann, die zu unmittelbarer Verzückung führen. Aber genauso gut ebenso im Innern, wo man sich von der Erleuchtung immerwährende Seligkeit verspricht. Der Alltag scheint langweilig und unbefriedigend. Das Besondere lockt, das Wunderbare, das Unerklärliche und das Ende des Regenbogens. Dadurch erhofft man, dem Leben
einen Sinn abzugewinnen. Die Essenz ermöglicht, aus der Verwirrung auf der Suche nach Einheit sogar einen Vorteil zu ziehen. Wenn ich nicht weiß, wohin ich gehen soll, ist jeder Weg der richtige und alle Möglichkeiten stehen einem offen. Man ist nicht belastet und blockiert durch Erwartungen, sondern kann das werden, was man schon immer hätte sein wollen, wenn einem Wünsche, Illusionen und unerfüllte Sehnsüchte nicht den Weg vernebelt und das Herz verwirrt hätten. Kirsche ist die dritte Blüte in der Kombination. Die Kirschblütenessenz ist für Menschen geeignet, die zu sehr im Kopf leben. Wenn die Begeisterungsfähigkeit abhanden gekommen ist, man sich vom eigenen Denken dominieren lässt, dafür seine Spontanität und den ursprünglichen Spaß am Dasein aufgibt, dann sind die Voraussetzungen für einen blissartigen Zustand natürlich ziemlich eingeschränkt. Doch die fröhliche und ausgelassene Seite soll bei aller Ernsthaftigkeit des Lebens auch nicht vernachlässigt werden. Die Kirsche lässt das Dasein mit allen Sinnen im Hier und Jetzt genießen, ohne zu bewerten. Resignation und Gefühllosigkeit sind einfach keine guten Hilfsmittel, weder im Alltag noch für besondere Gelegenheiten. Und jetzt kommt noch ein ganz anderer Aspekt in die Mischung, nämlich eine Edelsteinessenz, die des Rubins. Dieser Edelstein bringt das Feuer im Herzen wieder zum Lodern. Das Ziel seiner Essenz heißt Leidenschaft statt Langeweile. Das bringt uns wieder neue Kraft, wenn wir uns ausgebrannt fühlen. Rubin öffnet das Herz für die Liebe, vereint die emotionale wie körperliche und spirituelle zu einer großen, umfassenden und selbstlosen Liebe. Die Energie des Rubin erfüllt uns mit Lebensfreude und Spannkraft. Sie macht Lust, etwas zu tun. Egal, ob wichtig oder unbedeutend, in einem reich erfüllten Leben zählt alles. Dies ist die Energie, die wir brauchen, wenn wir uns leer und erschöpft fühlen, wenn die Freude aus unserem Leben verschwunden ist, wenn man nicht mehr weiter kann oder mag, sondern sich am liebsten in einem Loch verkröche oder die Bettdecke über den Kopf zöge. Ein Zustand, in dem man geraten kann, nachdem man es zuvor übertrieben hat, womit auch immer, übermäßiger Fürsorge für andere, Verbissenheit in beruflichen Ambitionen, Streben nach Perfektion oder nach Besitz, Getriebenheit in kreativen Unternehmungen und so weiter und so weiter. Rubin erschafft ein großes, liebevolles Herz, das jeden Widerstand zu überwinden weiß. Unser Leben ist Rhythmus, Tag und Nacht, auf und ab. Alles gleich machen zu wollen, hieße alles zu zerstören. Ist jemand allerdings abhängig von welcher Droge auch immer, bieten Sie ihm Bliss doch einmal an. Einmal, nicht dauerhaft. Sie lehrt ihn, im besten Falle, dass er das High in sich selbst finden kann. Er braucht es nicht von außen zuzuführen. Deshalb ist dies auch eine Essenz, die Sie sorgsam und mit Bedacht anwenden sollten, also zu besonderen Gelegenheiten. Wenn es Ihnen gerade besonders schlecht geht oder wenn Sie einen besonderen Augenblick so richtig genießen wollen. Der vietnamesische Zen-Meister und Friedensaktivist Thich Nhat Hanh sagte, jage nicht der Glückseligkeit in der Meditation hinterher. Sitz einfach, atme, sei präsent. Wahres Glück entsteht, wenn wir aufhören, ihm hinterher zu rennen.